Meine Damen und Herren, der Flug ZM 963 nach Osten ist nun zum Einsteigen. Lieber Konstantin, bin morgen früh bei dir. 1003 Küsse, deine Lisa. Ladies and gentlemen, flight ZM 963 to Boston is now ready for boarding. Lisa, du bleibst hier. Du fliegst nicht nach Boston. Ich fliege! Lass mich gehen! Ich muss zu Konstantin! Lisa, sei vernünftig. Ich will nicht vernünftig sein! Ich kann dich nicht so einfach fliegen lassen. Und warum nicht? Du hast kein Geld. Für die ersten Tage wird's reichen und dann gehe ich Kellner. Du musst zur Schule. Ohne Schule kann ich leben, aber nicht ohne Konstantin. Jetzt sag doch auch mal was. Sorry, Lisa! Das müsst ihr unter euch ausmachen. Was ist mit dir? Ich komm mit. Sie bleibt hier. Ich bin ihre Mutter. So ist das. Nein! Ich will nicht! Lisa! Du kannst Konstantin jetzt jeden Tag mailen. Ich surfe nur noch im Internetcafé. Dann hast du den Computer ganz für dich. Du kannst ihn auch in den Schulferien besuchen. Wir sind in ein paar Wochen. Von welchem Geld? Wir sparen, dann reicht's für ein Ticket. Moment mal. Woher hattest du eigentlich das Geld für das Ticket nach Boston? Kannst du dieser Tanja zurückgeben? Ich brauch's nicht mehr. Tanja von Anstetten hat dir das Ticket bezahlt? Warum? Das war meine letzte Chance, zu Konstantin zu kommen. Und du hast alles kaputt gemacht. Ich verstehe nicht. Du hast mal wieder deinen Willen durchgesetzt. Und jeder muss doch deiner Pfeife tanzen! So einfach wie du das siehst, ist es nicht. Graf Lansche, Ich bin gleich soweit. Frau Brandner, wie geht es Lisa? sie ist sehr traurig und wütend. Ich fürchte, die beiden werden mir ihre Trennung nicht so schnell verzeihen. Aber Konstantin hat jedes Maß verloren. Ich musste ihn in die Staaten schicken. Seit ich weiß, dass Tanja von Anstetten die Kinder zu dem Einbruch angestiftet hat, kann ich ihre Entscheidung verstehen. Ja, diese Dame schreckt von nichts zurück. Lisa hat sogar das Flugticket von ihr. Wie bitte? Dieses Geschenk hat doch mit Sicherheit seinen Preis. Lisa hat ihr dafür den Namen des Käufers verraten, nachdem sie in einem Maklerbüro gesucht hat. Jetzt weiß also auch von Anstetten den Namen des Käufers von Königsbrunn. Konstantin. Er schreibt, er vermisst mich. Große Neuigkeiten. Stand das etwa nicht in den anderen 100 SMSen, die er dir heute geschickt hat? Du hast doch echt keine Ahnung, wie es ist, wenn man Sehnsucht hat und sich nicht sehen kann. Doch, zufällig redest du seit Wochen über nichts anderes. Sag mal, was ist eigentlich mit deiner Mathearbeit morgen? Was soll damit sein? Meinst du nicht, du solltest so langsam mal anfangen zu lernen? Wozu denn? Ich kapiere das sowieso nicht. So ein Quatsch. Erstens bist du nicht halb so blöd, wie du aussiehst. Und zweitens sind quadratische Gleichungen total einfach. Für dich vielleicht Streber. Du musst doch nur ein paar Formeln auswendig lernen. Oder möchtest du eine 6 in Mathe kassieren, deswegen sitzen bleiben? Ist mir vollkommen egal. Ich höre wohl nicht richtig. Wenn du glaubst, du kannst die Schule wieder vernachlässigen, hast du dich gewaltig geirrt, meine Liebe. Das ist das Einzige, was dich interessiert, wie ich in der Schule bin. Ich werde nicht zusehen, wie du dir deine Zukunft verbaust. Ach nein? Aber als Konstantin nach Amerika geschickt wurde, da hast du einfach zugesehen. Lisa, Dir ist doch völlig egal, wie es mir geht. Hauptsache, meine Noten stimmen. Aber weißt du was? Du kannst mich mal und diese blöde Versetzung ist mir auch egal. Lisa meint das nicht so. Lisa? Hab ich hereingesagt? Tut mir leid. Wir beide müssen miteinander reden. Sag doch einfach, welche miese Erziehungsmethode du dir jetzt wieder für mich ausgedacht hast. Und dann lass mich in Ruhe. Eigentlich wollte ich dir ein Angebot machen. Ich kann's kaum erwarten. Gut. Ich weiß ja, wie sehr du Konstantin vermisst. Ach ja? Du hast doch keine Ahnung. Deswegen darfst du aber die Schule nicht vernachlässigen. Du weißt doch, wie wichtig diese Mathearbeit ist. Wenn du die verhaust, dann bleibst du sitzen.
Dann müsste ich tatsächlich zu miesen Erziehungsmethoden greifen. Mach doch. Aber dann müsste ich dir den Sommerurlaub streichen. Ist mir egal. Schade. Ich hab gedacht, du würdest gerne nach Boston fliegen. Boston, aber Dann könntest du Konstantin wiedersehen. meinst du das wirklich ernst? Vorausgesetzt, du schaffst die Versetzung. Worauf du dich verlassen kannst. Und jetzt raus, ich muss lernen. Konzentrier dich, Lisa. So ein Mist. Ich kapier das nie. Ich muss aber. Wenn du doch jetzt hier wärst. Du kannst mir das bestimmt erklären. Lisa, das Bad ist jetzt frei. Lisa. Lisa, aufwachen! Konstantin. Nee, bloß ich. Aber was machst du da? Lernen, was sonst? Bis morgen muss ich alles drauf haben. Kikeriki, es ist morgen. Was? Oh Gott, ich bin eingeschlafen. Sieht so aus, ja. Oh Gott, ich darf Mathe nicht verhauen. Das klang gestern aber noch ganz anders. Gestern wusste ich auch noch nicht, dass ich zu Konstantin fliegen darf, wenn ich die Versetzung schaffe. Verstehe. Na dann, viel Glück. Mit Glück komme ich nicht weiter. Ich kann gar nichts. Wie konnte das nur passieren? Naja, vielleicht bekommst du ja einen spontanen Wissensschub, wenn du vor den Aufgaben sitzt. Hahaha. Ich bin voll im Arsch. Das kann natürlich auch sein. Aber wenn du es wenigstens probieren willst, dann würde ich mich jetzt fertig machen. Das darf ich eben auf keinen Fall. Du hackst doch irgendwas aus. Das muss dich jetzt nicht interessieren. Versprich mir nur, dass du Susanne nicht sagst, dass ich beim Lernen eingeschlafen bin. Meinetwegen. Gut, und jetzt raus. Du hast kein Fieber. Mir geht's aber miserabel. Ich weiß auch nicht, was das ist. Sag mal, Ah, nee, also deine Mandeln sind nicht geschwollen. ich habe Bauchschmerzen. Sag das doch gleich. Hast du deine Tage? Soll ich dir eine Tablette holen? Nein, es ist der Magen. Ich habe bestimmt eine Lebensmittelvergiftung. Unsinn. Wir haben doch gestern alles selber gegessen und Paul und mir geht's glänzend. Es tut so weh. So kann ich auf keinen Fall in die Schule gehen. Und ausgerechnet heute, dabei habe ich so viel gelernt. Ach, da weht der Wind. Die Mathearbeit. Ich will mich nicht drücken. Das ist auch gut so. Du wirst nämlich in die Schule gehen und diese Arbeit schreiben. Aber mir ist schlecht. Die wird gleich noch viel schlechter, wenn du nicht augenblicklich aufstehst. Du hast gesagt, ich darf zu Konstantin fliegen, wenn ich eine 4 packe. Das schaffst du auch, da bin ich mir sicher. Also, wenn ich die Arbeit heute schreiben muss. Nicht. Dann habe ich wirklich keine Chance. Und ich sehe Konstantin den ganzen Sommer nicht. Ich kann ja verstehen, dass du es kaum noch aushältst. Karl ist gerade mal für 2 Wochen in Paris. Und ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie ich es überstehen soll. Siehst du? Susanne, ich brauche eine Entschuldigung. Nur für heute. Dann kann ich noch ein bisschen mehr lernen. Guten Morgen, ihr zwei. Also ich muss schon sagen, seit ich weg war, haben sich die Sitten hier sehr verändert. Entschuldigung. Guten Morgen. Guck mal, du siehst Carla nächste Woche schon wieder. Aber bei mir, das dauert noch eine Ewigkeit. Mir ist doch klar, dass ich die Arbeit schreiben muss. Aber ich brauche einfach noch mehr Zeit. Du willst also eine Entschuldigung wegen Krankheit? Ja, Aber wenn du krank bist, kannst du doch nicht lernen. also ich bin doch nicht wirklich krank. Susanne soll also wirklich lügen. Naja, nicht direkt lügen. Lisa ist ja eigentlich krank.
Krank vor Angst, krank vor Sehnsucht. Da könnte man doch mal ein Auge zudrücken. An der Krankheit, an der Lisa leidet, stirbt man nicht. Man versaut sich höchstens das Abitur. Da hat Papa recht. Das musst du zugeben. Schreibst du mir jetzt eine Entschuldigung? Nein. Quadratische Gleichungen. Wer braucht das überhaupt? Du, damit du zu Konstantin in die USA fliegen kannst. Ich schaff doch sowieso keine 4 in der Arbeit. Nicht aufgeben. Ich zeig's dir. Danke. Zum Beispiel hier. Das ist gar nicht so kompliziert. Zuerst löst du die Klammern auf oder halt die Brüche. Dann bringst du alle x auf eine Seite und auf der anderen Seite steht die 0. 0 wieso 0? Weil das bei quadratischen Gleichungen so ist. So sind die eben definiert. Das versteht doch kein Mensch. Wirklich lieb von dir, aber ich kapiere es einfach nicht. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ich hab's. Ich gehe einfach zum Arzt und lass mir einen Attest geben. Das durchschauen Arne und Susanne sofort. Was meinst du, was passiert, wenn die beiden dich wieder beim Schwänzen erwischen? Mist. Mist, Mist, Mist. Was machst du da? Ich schreib dir einen Spickzettel. Da stehen die beiden wichtigsten Formeln drauf und dann brauchst du die Zahlen nur da einsetzen. Du meinst, damit komme ich klar? Bestimmt. Selbst wenn du dich verrechnest. Mit dem richtigen Lösungsweg kommst du dann auf eine 4. Wenn du Fragen hast. Nein, nein. Es sieht so aus, als ob du die Aufgabe nicht verstanden hast. Oder bist du nur faul gewesen? Alles in Ordnung. Was ist denn jetzt Bier und was ist Ja, Lisa? Ich muss mal auf Toilette. So, die Hälfte der Zeit ist jetzt um. Die letzte Aufgabe ist nur was für Spezialisten, die eine 1 haben wollen. Die anderen sollten nicht zu viel Zeit damit verschwenden. Tja, Lisa, das ist wenig. Du hättest vielleicht früher anfangen sollen, etwas zu tun. Was ist das denn? Euer Alarm. Esprit, wir müssen raus! Halt bitte Ruhe! Wir stellen uns alle in Zweierreihen auf und verlassen gemeinsam und geordnet die Klasse. Was wird denn jetzt aus der Arbeit? Die holen wir so schnell wie möglich nach. Lasst bitte alles liegen und macht, dass ihr rauskommt. Danke, Bruderherz. Langsam, keine Panik. Wir gehen ganz ruhig und gesittet auf den Schulhof. Mist, die Arbeit war echt nicht so schwer. Finde ich auch. Ich hatte schon alles bis auf die letzte Aufgabe. Ich hoffe, die Aselmeier denkt sich nicht was ganz Fieses aus für die nächste Arbeit. Achtung, hier spricht Dr. Stiller. Alle gehen bitte sofort in die Klassenräume zurück. Es handelt sich um einen Fehlalarm. Ich wiederhole, es gibt keinerlei Gefahr. Der Unterricht kann problemlos fortgesetzt werden. Ihr habt gehört, was der Direktor gesagt hat. Wir schreiben weiter.